Gut, alle mal versammeln. Bitte, es geht um mehr Überwachung hier in der gesamten EU. Hat ja niemand was dagegen, oder? Doch, wir. Are you serious? Ich möchte auch heute die Gelegenheit nutzen, um euch was vorzustellen. Euch. Danke an meine Patrons, die sich tatsächlich dafür entschieden haben, diesen Kanal hier monatlich zu unterstützen. Danke an all die Leute, die mich nicht nur auf diesem Kanal, sondern auf meinem Tutorials-Kanal, auf meinem Insta, TikTok, Twitch und noch so viel mehr Plattformen immer wieder zu unterstützen und mir zu helfen, hier was wirklich Cooles mit euch gemeinsam aufzubauen. Apropos Twitter. Margarine. Haltet diesen schönen Gedanken kurz fest, ihr braucht die Liebe in eurem Herzen für das, was jetzt kommt. Willkommen zu den Hacking News. Wir starten mit dem Apfel-iPhone. Okay. Jetzt steckt mir was zwischen den Zähnen fest. Moment, das ist... Oh, es ist ein Angriff! Cool! Forscher der TU Darmstadt haben herausgefunden, dass man sogar auf einem ausgeschalteten iPhone eine Malware ausführen kann. Denn ein iPhone ist nie ganz aus. Genauso wie übrigens Android auch. Einige Notfallfunktionen gehen eigentlich immer. Features wie zum Beispiel Find My, also die Möglichkeit, ein verlorenes iPhone zu finden, die braucht man natürlich auch, wenn es aus ist. Auch Express Cards sind zugänglich und die Chips, die dazu notwendig sind, also NFC, Bluetooth etc., sind mit dem Secure Element auf dem Telefon verbunden. Dadurch ließen sich zum Beispiel, und das konnten die Forscher eben machen, die Bluetooth-Firmware angreifen und verändern. Und das wiederum heißt für euch, lasst euer iPhone auf keinen Fall einfach so rumliegen. Selbst wenn es aus ist, kann ein Hacker es immer noch angreifen. Problem ist nämlich folgendes. Wegpatchen lässt sich das Ganze nicht, denn der Teil ist fest in der Hardware eingebaut, um eben Hackern den Angriff schwerer zu machen. Harter Tobak. Lasst uns mit den Hacks weitermachen, die einfach so passiert sind. Fangen wir an mit kritischer Infrastruktur zum Beispiel. Wie wäre es mit Omnicell, einem Gesundheitsunternehmen, welches von Ransomware befallen wurde? Zur Erinnerung, Ransomware nimmt alle Daten, die es bekommen kann, stiehlt und verschlüsselt die. Anschließend werden die Opfer erpresst, sonst gibt es die Daten nicht mehr zurück und sie werden im Darknet gleichzeitig noch verkauft. Dabei könnten in diesem Fall vor allem Patente gestohlen worden sein. Das Wiederherstellen ist vermutlich nicht das Problem. Ich nehme an, mittlerweile haben die meisten größeren Unternehmen ein Backup. Wer es nicht hat, sollte dringend eins haben. Dauert aber natürlich. So ein Ausfall kann dadurch eben aber auch Lieferengpässe verursachen. Und die muss man erstmal überbrücken können. Hey, ich habe Unternehmen gesagt. Warte. Land. Okay, auch Österreich, genau. Auch Österreich trifft gelegentlich. So wurde nun das Bundesland Kärnten Opfer von Ransomware. Die Hackergruppe Black Cat, werden wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, verlangt 5 Millionen $, damit die Daten nicht veröffentlicht werden. Kärnten möchte nicht bezahlen, da man dadurch auch diese Gruppen fördert und belohnt. In diesem Fall gäbe es wohl keine Beweise, dass tatsächlich Daten gestohlen wurden, so sagen sie. Man kann also alles wiederherstellen mit den Backups, die man ja noch hat. Dennoch ist Mail und Telefon vollständig offline. Da aber auch die Verwaltung im Notfallbetrieb ist, haben wir hier einen zweiten erfolgreichen Angriff auf kritische Infrastruktur. Corona-Kontaktverfolgung ist nun nämlich gerade ebenfalls nicht möglich. Bleibt nur zu hoffen, dass tatsächlich keine Daten gestohlen wurden, denn das wären so ziemlich alle Einwohner des Landes, die da betroffen sind. Und genau das macht Ämter so unfassbar attraktiv aktuell für Hacker. Auch die Nationalbank von Sambia hat Ransomware abbekommen. Laut Malware Hunter haben sie einen sehr kreativen Weg gefunden, den Hackern zu sagen, dass sie nicht bezahlen werden. Mit einem Link zu einem Dickpic. Also ja, die Nationalbank von Sambia hat den Leuten, die sie gehackt haben, ein Dickpic geschickt und ihnen gesagt, sie sollen das zu einem Akt nutzen, anstatt Banknetzwerke zu hacken. Und kritische Infrastruktur, die vierte. In Costa Rica wurden ebenfalls die Regierungsbehörden mit Ransomware gehackt. Dahinter steckt die Hackergruppe Conti, die in letzter Zeit vor allem durch ihren Krieg mit Anonymous aufgefallen sind. Sie hacken aktuell hauptsächlich anti-russische Ziele, aber wir kommen nachher nochmal auf Conti zu sprechen. Costa Rica hat aktuell den Cybernotstand ausgerufen. Ja, kein Witz, das Ding heißt so. Was? Egal.
Conti forderte 10 Millionen Dollar als Zahlung, andernfalls würden alle Daten veröffentlicht. Was genau? Also da wären Finanzbehörden, Zoll, Steuerbehörden, Gesundheitswesen zu teilen und noch einige mehr. Costa Rica weigerte sich, worauf Conti die Daten halt tatsächlich veröffentlicht hat. Die 672 GB an Daten, die Bleeping Computer analysiert hat, scheinen echt zu sein. Damit ist vermutlich die gesamte Bevölkerung von Costa Rica in einem Leak enthalten, der teils ziemlich sensible Dinge zeigen kann. Etwa Einkommen, Lebensstandard von Menschen, Besitztümer und teilweise sogar Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Damit lässt sich vermutlich sehr einfach Identitätsdiebstahl begehen. Und das geht, wie wir wissen, ebenfalls weltweit. Was meint ihr, hätte Costa Rica in diesem Fall lieber bezahlen sollen? Bedenkt dabei, dass sie auch einfach das Geld schicken könnten und Conti veröffentlicht die Daten trotzdem. Oder sie werden zum Beispiel nochmal gehackt. So, wir haben jetzt 4-mal kritische Infrastruktur-Hacks gesehen und ich frage nochmal, sollten wir nicht anfangen mit Digitalisierung und Cybersecurity endlich richtig voranzukommen? Mit voller Geschwindigkeit, denn wenn es nicht richtig aufgesetzt ist, wird es ziemlich schwierig und kleinere Hacks aus der Industrie stelle ich euch ja gar nicht mal mehr vor, weil die so normal geworden sind. Hier sind nur die der letzten 7 Tage, die bekannt geworden sind. Die Dunkelziffer ist noch so viel höher. Warum können wir Menschen nicht einfach mal zusammenhalten und die Löcke melden zum Beispiel? Wie zum Beispiel diese Ransomware-Gruppe hier, Goodwill. Ja, das ist der Name der Ransomware-Gruppe. Die verlangt von ihren Ransomware-Opfern 3 gute Taten, damit die den Schlüssel bekommen, um ihre Daten wieder zu entschlüsseln. Obdachlosen Kleidung spenden, 5 sozial schwache Kinder zu Pizza Hut, Domino's oder KFC einladen und Menschen, die medizinische Hilfe brauchen, finanzielle Hilfe zukommen lassen. Das ist ja im Endeffekt sowas wie ein Robin Hood-Hack gewesen, oder? Für das Unternehmen auch nicht ganz so dramatisch, denn ihnen wurde immerhin eine Sicherheitslücke gemeldet, die teuer hätte werden können. Natürlich trotzdem nicht okay, aber irgendwie cool. So, den letzten Hack habe ich noch für euch. Immerhin ist das hier ja ein YouTube-Format, ja. Vermutlich habt ihr es mitbekommen, KuchenTV wurde ebenfalls gehackt. War eigentlich genau derselbe Angriff wie bei Julian Bam. Dazu vielleicht ganz kurz. Ich kriege als Influencer jeden Tag ca. 5 bis 10 Spam-Mails Minimum. An guten Tagen sind es dann auch mal bis zu 100. Eine davon, die mit Far Cry, die kennt ihr, hatte ich ja schon mal hier vorgestellt. Da ist es tatsächlich nichts Besonderes mehr und deswegen werden in letzter Zeit auch immer mehr YouTuber gehackt. Sind halt auch kleine Unternehmen, bei denen viel zu holen ist. Nicht unbedingt durch Ransomware, sondern eher durch Manipulation ihrer Zuschauer. Reaction gibt es deswegen dieses Mal keine. Wenn ihr das allerdings trotzdem wollt, dann schreibt ihr mir das, dann holen wir das im Stream nach. Weiter geht's mit den Warnungen an euch. Screencastify, eine ziemlich populäre Chrome-Erweiterung, hat eine XSS-Schwachstelle, sodass Hacker auf eure Kamera zugreifen können und euch filmen können, wenn denn die Kamera an ist. An der Stelle 2 Tipps von meiner Seite. Kameras gehören getrennt, falls möglich, also wirklich abgetrennt vom PC oder zumindest abgeklebt. Zweiter Tipp, jede Browser-Erweiterung, jede Browser-Funktion im Endeffekt bietet die Möglichkeit, gehackt zu werden. Seid daher lieber etwas sparsam mit den Erweiterungen, wenn ihr ihnen nicht sicher vertraut. Bei Screencastify hingegen sprechen offenbar die 10 Millionen plus Nutzer keine besonders deutliche Sprache. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass Apps im App- oder Play Store Malware beinhalten. Auch hier gilt, weniger ist besser. Gerade erst wurden wieder 200 Apps aus dem Play Store entfernt, die Face-Stealer enthalten. Face-Stealer ist eine Malware und stiehlt Facebook-Login-Daten. Relativ langweilig, ich weiß, aber theoretisch kann sowas auch natürlich von Hackern ferngesteuert werden. Updates gibt es natürlich auch für Malware. Und noch kurz was für die Entwickler unter euch. Pythons CTX-Bibliothek und ein Fork von PHParse wurden gehackt. Beide. Wenn ihr die nutzt, dann werden alle Environment-Variablen, die ihr verwendet in eurem System, wo ihr entwickelt oder wo ihr es halt ausrollt, an die Hacker geschickt, an einen Heroku-Container. Vermutlich wollen die dadurch die Cloud-Zugangsdaten stehlen. Mehr Infos gibt es für euch in den Quellen. Und für die Unternehmer unter euch auch noch was extrem Wichtiges. Seid aktuell vorsichtig mit IT-Freelancern und das sage ich als IT-Freelancer. Die US-Regierung warnt derzeit vor nordkoreanischen Hackern, die sich als IT-Freelancer ausgeben. Denn ja, als ITler braucht man halt gewisse Rechte, um überhaupt Dinge machen zu können. Zugang zum Server, Zugang zu Entwicklungsdateien oder Patenten oder was auch immer. Und so kann man natürlich auch Malware einschleusen, wenn man direkt Zugang aufs System einfach bekommt vom Chef.
Und ich melde mich nochmal aus dem Schnitt heraus. Es gibt noch eine sehr dringende, sehr wichtige Meldung für euch, die nicht warten kann, denn sie betrifft einfach fast jeden von euch. Microsoft Office hat eine ziemlich üble Schwachstelle. Selbst Microsoft hat die Schwachstelle als hohes Risiko eingestuft. Mit speziellen Word-Dokumenten könnte ein Angreifer direkt Malware in euer System einschleusen. Das heißt, ein Angreifer schickt euch zum Beispiel eine E-Mail und darin enthalten ist ein echtes Word-Dokument, das auch tatsächlich nicht böse aussieht. Für Influencer könnte das zum Beispiel ein Proposal für eine richtige, ordentliche Zusammenarbeit sein. Wenn man das gut macht, dann sieht das schon glaubhaft aus. Man öffnet das und man muss überhaupt nichts bestätigen. Keine Makros erlauben, kein Ja, ich möchte bearbeiten klicken, nichts. Schon hat man Malware auf dem System und die kann alles tun, was auch die Anwendung kann. Also im Zweifel auf Dateien zugreifen, diese Dateien überschreiben und auch diese Dateien natürlich ins Internet übertragen und löschen. Also alles, was eine Ransomware auch tut. Als Gegenmaßnahme gibt es bislang nur die Möglichkeit, den MSDT-URL-Protokollhändler zu deaktivieren. Das könnt ihr machen, die Anleitung packe ich euch in die Quellen, ist aber nicht unbedingt ausreichend und es kann ordentlich was kaputt gehen. Das heißt, das sollten wirklich nur die Systemadministratoren machen. Für die normale Bevölkerung empfehle ich eher etwas anderes. Wenn ihr unbedingt, also wirklich unbedingt mit Word arbeiten müsst und nicht ausweichen könnt und ein Dokument bekommt, das ihr wirklich unbedingt selbst öffnen müsst, dann geht in euren Browser und geht dort auf sowas wie Google Docs. Es gibt natürlich noch Alternativen zu Google Docs, aber ihr seid hier gerade mit eurem YouTube-Konto, deswegen habt ihr safe Google Docs auch. Und Google Docs kann auch Word-Dokumente öffnen. Dort könnt ihr die Datei hochladen und sie gefahrlos öffnen. Denn es handelt sich dabei ja nicht mehr um Word. Noch besser wäre natürlich die Nutzung einer virtuellen Maschine, um das zu machen. Das ist aber sehr fortgeschritten. Dazu gerne einmal auf meinen Tutorials-Kanal wechseln, dort gibt es auch eine Anleitung dazu. Wenn ihr aber könnt, verzichtet bitte einfach darauf, Word zu benutzen. Also wirklich komplett, bis ein Update draußen ist. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Kommen wir aber zum Hack der Woche. Es geht um Tesla und es geht um Bluetooth. Sicherheitsforschern der NCC Group ist es gelungen, einen Angriff auf Bluetooth Low Energy von Tesla quasi durchzuführen und dadurch alle Sicherheitsmaßnahmen umgehen zu können, sodass man sich einfach bei dem Auto einloggen konnte. Ihr könnt es euch so vorstellen, beim Tesla muss man ja nichts mehr aufschließen, man kann gar nicht mehr, es gibt kein Schlüsselloch und es gibt auch keinen Schlüssel. Auch nicht zum Anmachen vom Auto. Es reicht, wenn man die App von Tesla installiert hat und damit in die Nähe des Autos kommt. Das Auto schließt sich automatisch ab, wenn man außer Reichweite ist. Der Angriff ist jetzt folgendes. NCC Group hat ein Gerät gebaut, das bis mindestens 20 Meter entfernt sein kann und dennoch die Daten des Schlüssels abfangen kann und die dann weiterleiten kann an das Auto. Also im Endeffekt wie eine Verlängerung vom Schlüssel zum Auto. Dementsprechend könnte jemand, wenn ihr euren Tesla vor der Türe parkt, das Gerät in die Nähe von euch bringen und damit dann den Tesla entsperren und sogar starten und fahren. Das Schlimmste ist allerdings das Statement von Tesla dazu. Sie sagen, sie wissen, dass Relay Attacks, so heißt diese Angriffsart hier, ein Problem ist von einem Passive Entry System. Also quasi, man muss nur hinlaufen und kann dann direkt rein. Sie wissen es also. Dann frage ich mich halt, warum baut ihr es dann ein? Ist es so ein großes Problem, in der App von mir aus auf Öffnen zu klicken? Ist es so ein großes Problem, in der App auf Starten zu klicken oder vielleicht den Schlüssel einfach reinzustecken? Wirklich? So groß, dass man in Kauf nehmen kann, dass das Auto einfach gestohlen wird? Denn als User habt ihr nicht wirklich eine Möglichkeit, das zu ändern. Außer, und das würde ich euch empfehlen, die Pin-to-Drive-Funktion zu nutzen. Dann muss man eine PIN eingeben, um das Auto fahren zu können. Diese Verantwortung allerdings beim User zu lassen, sehe ich als völlig falsch. Security by Design geht anders. Da wäre das von Haus aus verpflichtend. Ja, ich gehe dann mal eben zum nächsten Supercharger. Ich glaube, ich brauche dringend einen Kaffee. Was für eine Fahrt. Diese Teslas haben ja eine krasse Beschleunigung. Ich meine, dieser Kaffee hier, der hat richtig viel Bums. Gerade genug, um das nächste Thema zu schaffen. Triggerwarnung an der Stelle, es geht um die chinesische Minderheit der Uiguren. Der China-Forscher Adrian Zenz bekam von einem Whistleblower aus China Daten zugespielt, die Fotos aus den Internierungslagern zeigen. Er hat die Daten weltweit an Journalisten weitergegeben.
Die Fotos zeigen Gewaltanwendung und sogar Folterinstrumente. Es gab bei Fluchtversuchen eine ausdrückliche Schießerlaubnis. Die Daten wurden unter anderem vom Bayerischen Rundfunk und vom Spiegel ausgewertet. Das offizielle Statement der chinesischen Regierung bislang: Das gelte nur für Terrorismusgefahr. Die Menschen vor Ort würden glücklich leben und alles wäre in Ordnung, quasi. Warum ich euch das hier erzähle: Solche Leaks sind unfassbar wichtige Informationsquellen, die einiges verändern können und große Missstände aufzeigen können. Ähnlich wie bei Pegasus auch. Doch genau für solche Fälle benötigen wir das Tor-Netzwerk. Nur mit einem vollständig anonymen Netzwerk und Tor-Brücken für Länder, wo Tor gesperrt ist, kann ein Whistleblower solche Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Tor-Netzwerk überwachen zu lassen, anonyme Nutzung des Internets immer mehr zu erschweren, halte ich für höchst gefährlich, denn wenn herauskommen würde, wer diese Daten hier gerade veröffentlicht hat, der würde ziemlich sicher nicht mehr lange leben. Das geht vor allem an die EU, wo wir gerade beim Thema sind. Weiter geht's mit den Politik-News. Auch heute habe ich wieder Neues von der Chatkontrolle für euch dabei. Das wird uns vermutlich noch eine ganze Weile hier erhalten bleiben, immer so mal ein Slot in den IT-Trends, finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte letztes Mal nämlich eine Sache noch vergessen. Wie wird denn eigentlich mit Messengern umgegangen, die Open Source sind oder die einfach keine Daten haben für eine KI, die Kinderpornografie erkennen soll? Denn um so eine KI erstellen zu können, brauche ich ja genau diese Daten, die eigentlich verboten sind. Ich muss quasi meine KI mit Kinderpornografie füttern. Schwierig. Wer also hat überhaupt die Daten, so eine KI zu erstellen? Naja, es scheint, dass es wohl eine staatliche KI geben soll, für die, die quasi keine eigene KI schaffen wollen, die dann genutzt werden kann. Das große Problem dabei: Diese KI ist offiziell proprietär, also explizit nicht Open Source. Das hatte mir jemand von euch gesagt und wurde im Podcast Logbuch Netzpolitik besprochen. Das bedeutet, Open Source Messenger müssten ein Stück staatliche Software bei sich einbinden, welche alle Nachrichten durchliest und diese dann im Zweifel meldet und nicht versendet. Dass das hochproblematisch ist, selbst wenn es Open Source ist, dürfte klar sein. Proprietär heißt allerdings noch zusätzlich, niemand weiß, was diese KI wirklich tut, denn der Programmcode ist nicht offen für alle zugänglich, man kann ihn quasi nicht lesen. Aber ich habe euch auch gute Nachrichten dabei, denn die Chatkontrolle könnte eventuell an Deutschland tatsächlich scheitern. Ja, ausgerechnet an uns. Kinderschutzorganisationen verurteilen die Chatkontrolle, da ihnen ihre Privatsphäre genommen wird. Unser Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat sich selbst auch dagegen geäußert. Selbst unsere Innenministerin Nancy Faeser möchte lieber mehr Ermittlungen statt einen Eingriff in die verschlüsselte Privatkommunikation. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat ebenfalls keine Lust drauf, genauso wie mehrere Abgeordnete der Grünen, der FDP und der SPD, die das auf Twitter bestärkt haben. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Es scheint, als hätten wir das erste Mal eine Regierung, die nicht so pro Überwachung ist und doch auf Feedback ihrer Wähler hört. Leider ist Belgien wohl nicht ganz so aufgeklärt, was Digitales angeht. In Belgien wurde nämlich nun ein neuer Gesetzesvorschlag veröffentlicht, der Belgiens Vorratsdatenspeicherung wieder einführen möchte. Warum euch das betrifft? Belgien möchte im Fall eines grenznahen Terrorangriffs oder für besonders gefährdete Orte einfach mal alles haben. Also alles heißt auch Messenger. Sie wollen also wieder die Verschlüsselung aufbrechen und Zugriff auf alle Daten, im Zweifel auch eure, haben. Die meisten Messenger können und wollen das aber überhaupt nicht leisten und würden effektiv dadurch verboten werden. Das wiederum könnte dazu führen, dass Signal oder Threema und Co. aus dem Play Store für europäische Nutzer komplett verschwinden, was auch für uns ziemlich unangenehm wäre. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Verordnung nicht wirklich kommen kann, denn sie hat Einfluss auf die gesamte EU, sprich auch das müsste abgesprochen werden. Und wir hatten da mal so einen EuGH, der Vorratsdatenspeicherung insgesamt schon von vornherein abgelehnt hat. Und hey, immerhin haben wir ja gerade eine Regierung, wo ich nicht direkt 100 Memes über Verschlüsselung erstellen kann. Und das will wirklich was heißen. Andere deutsche Grenze. Die Schweiz hat auch gerade Bock. Die wollen die Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs ausweiten. Das ist die Verordnung, wegen der Proton-Mail zum Beispiel gezwungen wurde, E-Mails eines einzelnen Users mitzuschneiden und diese dann an Ermittlungsbehörden weiterzuleiten.
Diese soll nun eventuell in der Schweiz erweitert werden, sodass auch 5G betroffen ist. Im Artikel 50 Absatz 7 heißt es, jede Fernmeldedienstanbieterin und jede Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste mit weitergehenden Pflichten gemäß Artikel 22 oder 52 entfernt die von ihr oder für sie angebrachte Verschlüsselung. Sie erfasst und entschlüsselt dafür den Fernmeldeverkehr der überwachten Person an geeigneten Punkten, damit die Überwachungsdaten ohne die vorgenannten Verschlüsselungen geliefert werden. Das betrifft zwar nur einzelne Personen, das heißt, es wird die Verschlüsselung für einzelne Personen aufgebrochen und die einzelnen Personen werden dann komplett mitgelesen quasi, aber man bekommt es ja nicht mit, ob man betroffen ist. Und somit weiß man nicht genau, für wen das eigentlich gilt. Ich meine, wir nutzen offiziell auch viele Schweizer Dienste. Threema zum Beispiel hat ihre Server in der Schweiz stehen. Und dementsprechend könnte jetzt hier die Regierung hergehen und quasi die Threema-Verschlüsselung dann aufbrechen lassen. Apropos Schweiz, man möchte nun zusätzlich auch in der Schweiz ein Bundesamt für Cybersicherheit haben. Mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit hat man einen Vorläufer und das soll nun als Amt ausgebaut werden. Dadurch möchte man den Schutz vor Angreifern ausbauen und die Verteidigung stärken. Das ist eigentlich was ziemlich Gutes. Und auch unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll besser werden. Auch hier hat die Ampel auf Feedback gehört, denn es soll unabhängiger aufgestellt werden und mehr Open Source nutzen. Aktuell hängt das BSI ja noch am Innenministerium, wo auch die Polizei hängt. Ihr kennt die Debatte. Innenministerium will Staatstrojaner, weil macht Ermittlungen halt leichter. BSI will das genau nicht, weil macht Software unsicherer. Man muss ja dafür Sicherheitslücken sammeln. Bislang hatte das BSI aber viel weniger zu melden als halt das Amt an sich. Als eigenes Bundesamt hingegen wäre das deutlich einfacher zu blockieren. Kurz was leicht zu verdauen ist. Hört sich gut an, oder? Kommen wir dazu zu unserem Win der Woche. Der geht an C-Templar. Verwirrt? Ich auch. C-Templar war ein E-Mail-Anbieter in Island, die vor ein paar Wochen völlig ohne Angabe von Gründen einfach dicht gemacht haben. Speziell für ihre Anonymität waren sie bei ihren Nutzern beliebt. Nun hat C-Templar die Gründe angegeben. Sie haben tatsächlich dicht gemacht, weil sie eine Anfrage einer Behörde bekommen haben, um E-Mails einer bestimmten Person mitzuschneiden. Die Firma hatte allerdings schon im Vorfeld klargestellt, dass wenn so eine Anfrage von einer Behörde kommt oder von irgendwem kommt, sie diese Anfrage nicht erfüllen wollen. Sie dürfen die Anfrage allerdings nicht ignorieren und den User benachrichtigen dürfen sie auch nicht. Allerdings dürfen sie den Laden komplett einfach dicht machen, sodass die Verfolgung doch nicht stattfinden kann. Den Ansatz finde ich wahnsinnig faszinierend. Könnte man nicht einfach eine Firma gründen, die keine Daten mitschneidet, keine Mails etc. und wenn wirklich eine staatliche Anfrage kommt, macht man die Firma dicht und macht eine neue auf? Grundsätzlich sollte so etwas mit einem Modell wie der Limited doch machbar sein, oder nicht? Haben wir BWLer in den Comments, die sich damit auskennen? Wäre wahnsinnig spannend. Lasst uns das gerne auch mal in den Stream diskutieren. Wo wir aber gerade bei den Privacy News sind, kommen wir zu dem nicht so schönen Teil derselbigen. Der DuckDuckGo Browser. Also ein Browser von dieser Suchmaschine, der ja speziell mit Fokus auf Privatsphäre entwickelt wurde, hat nun absichtlich Microsoft Tracker zugelassen. Sogar auf unabhängigen Seiten. Tracker von anderen Firmen werden zwar blockiert, aber die von Microsoft explizit zugelassen. Interessant wird es bezüglich den Verträgen, die auch teils öffentlich wurden. So scheint man laut dem Gründer von DuckDuckGo gegen Microsoft Tracking vertraglich nicht mehr tun zu dürfen. Weswegen er auch betont, dass sie anonymes Surfen nie versprochen haben und gar nicht versprechen wollen. Das alles bezieht sich allerdings nur auf den DuckDuckGo Browser. Die Suchmaschine sei nicht betroffen. Dennoch hat das natürlich einen gewissen Knacks ins Vertrauen gegeben. Zu Browsern habe ich zwar noch kein Video gemacht, kommt aber noch. Den Suchmaschinenvergleich packe ich euch in die Endcard. Wo wir gerade von Unternehmen sprechen, die tracken, obwohl sie es nicht dürfen. Twitter darf gerade eine Strafe von 150 Millionen bezahlen, denn sie haben gecheckt. Dürfte niemand verwundern und gerade bei Twitter habe ich immer wieder das Gefühl, dass sie mir zuhören, aber sie haben speziell Telefonnummern für Marketing genutzt. Diese Telefonnummern waren allerdings für 2FA, also für Zwei-Faktor-Authentifikationen angegeben worden. Nach Datenschutz darf die Nummer dann für keinen anderen Zweck genutzt werden. Wurde sie aber. Upsi. Und noch mehr Tracking. Vodafone und die Deutsche Telekom. Gemeinsam arbeiten sie daran an einem System namens TrustPit. Also sowas wie Vertrauensidentifikationsnummer.
Mit TrustPit wird, wenn ihr ins Internet geht, an eurem Internetverkehr eine einzigartige Nummer nur für euch angehängt. Und die wird weitergeleitet an Website-Betreiber. Damit könnte, und daher kommt vermutlich der Name, eindeutig sein, dass es sich um echte Menschen und keine Bots handelt. Auf der anderen Seite ist so eine eindeutige Identifikation von Nutzern über alle Dienste möglich. Sprich, ich wähle Google an, dann weiß Google, dass ich's bin. Ich wähle ein VPN oder Tor an, auch die, also die Anbieter von dem VPN oder der Tor Entry Node, bekommt meine eindeutige Nutzerkennung. Und auch jede andere Website kann die haben. Es bleibt darauf zu warten, was das wird, aber das macht VPNs, die diese Kennung entfernen, eigentlich zu einem Must-Have, wenn man nicht überall seine eindeutige Kennung hinterlassen will. Die kommt nämlich nicht bei euch im Betriebssystem dazu, sondern erst, wenn der Traffic bei eurem Anbieter ist, also bei Vodafone oder Telekom, wo er ja immer durch muss, sonst habt ihr kein Internet. Und noch eine letzte Warnung an alle Linux-Tails-Nutzer. Für die, die es nicht kennen, Tails ist quasi das Betriebssystem, das komplett alles durch das Tor-Netzwerk schickt und keine Daten speichert. Das privateste, was man sich so vorstellen kann. Von den Entwicklern wurde nun eine Warnung herausgegeben, dass sie kein Linux Tails mehr nutzen sollen. Also kein Mensch sollte das nutzen bis zum nächsten Update. Grund dafür: eine Zero-Day-Schwachstelle in Firefox, die auf der Hackerkonferenz Porn to Own vorgestellt wurde. Damit könnte ein Angreifer bei euch Passwort und andere Daten mitlesen, wenn ihr davor auf einer bösartigen Seite wart und danach halt auf eine andere geht. Dafür gibt es zwar schon einen Patch in Firefox, allerdings kommt erst am 31. Mai das nächste große Update für Linux Tails. Für euch gilt, ihr solltet, da es ja jetzt schon nach dem 31. ist, wenn ihr das hier seht, ihr solltet dringend Linux Tails aktualisieren. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Die EC-Kartenzahlung in ganz Deutschland war im gesamten Land gestört. Es ging um Drogeriemärkte, Supermärkte, Tankstellen, eigentlich alle, die ein spezielles Gerät zur Kartenzahlung nutzten, nämlich das Verifone H5000. Geldautomaten übrigens waren komplett intakt. Schuld sei ein Softwarefehler gewesen, heißt es. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Jan Wildeboer von Red Hat hat dazu einen schönen Post verfasst, wo er schreibt, dass einfach die Zertifikate ausgelaufen sind. Also ich mag ja sowas, ne? Jetzt habe ich die Chance, euch zu erklären, was eigentlich Zertifikate sind und wie sie funktionieren. Ein Zertifikat ist sozusagen der Schlüssel, um mit einer Website verschlüsselt kommunizieren zu können. Ziemlich wichtig für Websites, aber natürlich auch für Kartenlesegeräte. Immerhin kommt da die Zahlungsdaten durch, ne? Die werden normalerweise also für eine Domain ausgestellt, also zum Beispiel the-morpheus.cc oder verifone.com. Ja, und die sind einfach ausgelaufen, also einfach zeitlich nicht mehr gültig, die haben ein Ablaufdatum. Muss man halt einfach regelmäßig erneuern. Und dadurch kann eine sichere Kommunikation nicht mehr gewährleistet werden, weil ist halt abgelaufen. Deswegen muss man halt die Dinge auch alle paar Jahre mal erneuern. Allerdings, jetzt wird's witzig, hat das Verifone H5000 seit 2018, also seit 4 Jahren, keinen richtigen Support mehr. Die sind End of Life, so wie Windows 7 zum Beispiel oder Windows XP. Es gibt nur noch einen Teilsupport, aber auch nur noch bis 2023. Dennoch werden sie weiter verbaut und weiter verkauft, von vor allem deutschen Händlern offensichtlich. Das Problem ist jetzt, so ein Update geht nicht ohne weiteres, sonst könnte ja auch ein Hacker das Gerät einfach updaten und einfach sein Zertifikat installieren. Vermutlich muss nun also überall ein Techniker vorbeikommen und da die neuen Zertifikate installieren. Und das wird dauern, weil der muss ja wirklich vor Ort sein. Also, wenn ihr einkaufen geht, habt lieber Bargeld dabei. Wo wir aber gerade bei Kartenzahlung sind. Mastercard möchte ein Bezahlen mit Gesichts- oder Handscan einführen. Man soll da nur noch damit zahlen müssen. Karten muss man nicht dabei haben. Was sich zwar bequem anhört, würde ich absolut nicht empfehlen, keinem von euch. Derzeit gibt es wahnsinnig viele Länder, die bei der Einreise einen oder mehrere Fingerabdrücke von euch verlangen. Man kann sich eigentlich schon fast sicher sein, dass die gefälscht werden können und Ämter, wie wir gesehen haben, sind nicht gerade selten von Leaks oder Hacks betroffen. Demnach ist es gut möglich, dass Hacker da relativ leicht was machen können. Biometrische Daten zur Authentifikation zu nutzen ist nice, keine Frage. Ich habe auch einen Fingerabdruckscanner an meinem Security Key. Hier.
Das führt aber einfach dazu, dass ein Hacker für meinen Google-Account mein Passwort wissen muss, meinen Schlüssel stehlen muss und dann noch irgendwoher meinen Fingerabdruck braucht. Das ist schon ziemlich geil. Aber eine Bezahlung nur per Fingerabdruck, nicht mal die Karte muss dabei sein. Das ist ziemlich fahrlässig. Stattdessen könnte man zum Beispiel eine Anfrage auf dem Handy bekommen und dann lokal im Handy entweder Fingerabdruck oder PIN oder sowas benutzen zum Entsperren. Der Vorteil, Mastercard hat dann am Ende nicht alle Fingerabdrücke von uns bei Ihnen auf dem Server, denn bei meinem Handy bleiben die auf meinem Handy und man hat einen besseren zweiten Faktor als eine PIN. Warum bin ich eigentlich kein Berater für irgendwelche komischen Gehirnfürze von Banken oder von Geldinstituten? Ach, es gibt schon eine Karte, wo man mit Fingerabdruck zusätzlich zahlen kann. Warum die sich wohl nicht durchgesetzt hat? Und noch ein Aufreger der Woche. Was muss man machen, wenn man nicht mehr an seinen Instagram-Account kommt? Richtig, einfach mit dem richtigen Instagram-Mitarbeiter schlafen. Also, wenn man hübsch ist. Das hat die Darstellerin Kitty Lixo in ihrem Podcast erklärt. Schon mehrere Male haben sie das getan und es sei auch nötig gewesen, denn Instagram-Accounts werden automatisch gesperrt, wenn sie gemeldet werden. Erst danach kann ein Entsperrungsantrag gestellt werden, der hat aber natürlich eine gewisse Chance, auch einfach nicht durchzukommen. Aus genau diesem Grund, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge im Magazin Royal, die wir im Stream auch geschaut haben, sollte Strafverfolgung einfach nicht von Firmen durchgeführt werden. Und ja, wenn ein Account gemeldet oder blockiert wird, ist das eigentlich etwas, das richtig geprüft werden muss. Apropos Sperrung und Darknet. Willkommen in den Darknet News. Einer der berühmtesten Darknet-Märkte überhaupt ging offline, weil ein Hacker eine Sicherheitslücke veröffentlichte. Neben den üblichen Drogen und gestohlenen Kreditkarten konnten auf dem Versus-Markt auch durchaus Leaks von Datenbanken gekauft werden. Er war also speziell in der IT-Security- oder Hacking-Szene besonders beliebt. Die Lücke war wohl ziemlich einfach zu finden. Unsere zweite Darknet-News, hatte ich euch ja versprochen, liefert uns Conti, eine der wohl am meisten berüchtigten Ransomware-Gruppen aktuell. Die haben sich jetzt aufgelöst. Nach dem Leak von Anonymous und vielen internen Uneinigkeiten wird es Conti als Marke so nicht mehr geben. Allerdings ist keines der Mitglieder gefasst worden. Daher geht man davon aus, dass sich mehrere Untergruppierungen bilden werden, die unabhängig voneinander sind. Unter anderem sind wohl aber auch Partnerschaften mit Black Cat, ihr erinnert euch, oder Hive in Planung. Mittlerweile kann man wirklich von mafiösen Strukturen sprechen, die aber nicht unbedingt einen Kopf an der Spitze haben, sondern mehrere Köpfe an der Spitze. Das macht sie ziemlich gefährlich. Kommen wir aber kurz zu unseren KI-News. OpenAI zieht ein Fazit aus DALL-E. DALL-E steht in seiner zweiten Version einer kleinen Gruppe Menschen nun zur Verfügung, die mit der KI Bilder generieren konnten. Und mittlerweile auch insgesamt ca. 3 Millionen Stück generiert haben. Die Gefahr dabei ist klar, man könnte Deepfakes erstellen oder anzügliche Bilder zu Personen, die da nicht wirklich zustimmen würden. Deswegen gibt es in DALL-E auch einige Sicherheitsmaßnahmen. Die Eingaben wurden gefiltert, die man halt machen musste bei dem Bild, das man erstellen wollte, und bei Verdacht wurden sie von einem Menschen wirklich geprüft. Die Accounts, die dann tatsächlich versucht haben, solche verbotenen Bilder zu erstellen, wurden gesperrt. Nun sollen bis zu 1000 Accounts pro Woche neu zugelassen werden. Ich habe mich schon mal auf die Warteliste eingetragen und sage euch Bescheid, wenn ich reinkomme, aber ihr könnt das natürlich auch selber machen. Damit möchte ich abschließen mit der Studie des ISCM, die einen Barometer für Cybersecurity euch wieder mal geben wollen und die von einem von euch erstellt wird. Ich habe die ja schon ein paar Mal erwähnt, dauert keine 2 Minuten, schaut gerne mal vorbei. Das war's auch schon wieder. Wer mehr möchte, schaut sich gerne noch die Videos in der Endcard an und ein Abo schadet sicher auch nicht. Schaut gerne auf den anderen Plattformen vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao!